Hallo und herzlich willkommen, liebe Community. Hier ist mal wieder Chrissy und es gibt ein weiteres Update bei der Brandon CV4. Ihr seht natürlich, die ist wunderschön blau. Ja, blau. Ich habe jetzt auch schon die X-KGT verbaut. Da hatte ich ja schon mal ein bisschen was zu gesagt. Sieht alles schicki aus. Hier auf der einen Seite ist ein BF-Block. Ne? Auf der anderen Seite habe ich den HM. Das ist der HM 1257 bei der 1604er Spindel. Werden hier, ich zeige es euch mal hier unten, werden hier mit 50er Schrauben befestigt, M6x50, M6x45. Und dann sitzt der hier richtig schön fest. Hier müsst ihr natürlich dann aufpassen, dass die Spindel hier schön im Lager sitzt, ja, und dass er dann hier die Schraube schön anknallt. Und da ist ja hier noch so eine kleine Mahnenschraube, da ist er. Diese kleine Mahnenschraube, die müsst ihr dann auch richtig schön anziehen. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Bei mir waren diese, also hinter der Mahnenschraube ist ein Messingeinsatz, der drückt auf das Gewinde, damit das nicht kaputt geht. Und bei mir war das schon ein bisschen zerschnibbelt, deswegen musste ich meins nachschneiden. Ja. Bei den Y-Achsen und der X-Achse musste ich nicht machen, aber bei der Z-Achse musste ich es machen. Da war es M10x1. Ja, und ich denke mal, hier wird es M12x1 sein oder sowas. Ich weiß es nicht, schätze ich mal. Ja. Müsst ihr dann kaufen, wenn das bei euch auch so ist. Und dann das Gewinde nachschneiden. Ja, das heißt, ich habe das soweit fertig. Ich habe jetzt hier auch schon die restlichen 185 mm Gewindestangen vertüdelt. Das ist auch noch ziemlich geil, was ich ja, glaube ich, noch gar nicht gesagt habe. Hier ist Gewinde drin in der Frontplate. Das heißt, ihr schraubt die Dinger in das Gewinde hier rein, lasst die ein bisschen rausgucken. Ja, also so, dass die Spindelmutter hier befestigt werden kann. Und dann macht er einfach quasi vorne oder hinten, könnt ihr überlegen, wo ihr anfangt, macht er die Schrauben drauf. Also hier vorne, ich habe so gemacht, ich habe das Gewinde reingetüdelt. Dann habe ich mit normalen Schrauben, ja, quasi von innen hier, also ich mache es mal dran, wartet mal, ich zeige es euch mal. So. So wird das ja nachher sitzen ungefähr bei mir. Ja. Ach Quatsch. Blödsinn. Ich mache keinen Scheiß, zeige den Leuten hier nicht irgendeinen Müll. So wird das ja bei mir sitzen. Ja, das heißt, ich habe die Windestange durchgeschoben, dass hier vorne ungefähr noch ein Gewinde überbleibt für eine Sicherungsmutter. Ja, ich habe hier Sicherungsmuttern mit Kunststoffeinsatz, ja, dass die sich nicht lösen. Und soweit habe ich es rausgeschoben und dann habe ich hier, die Windestange ist hier im Gewinde drin und habe hier eine Mutter hinter gemacht, eine normale Standardmutter. Dadurch verspannt sich die Stange dann so in diesem orangenen Plastik, dass ihr hier vorne ganz easy eine Sicherungsmutter drauf machen könnt, ohne dass das Ganze sich löst. Ja? Dann wird das durchgeschoben, dann kommt die zweite Platte davor, da kommen dann auch noch Sicherungsmuttern dran. Das war's schon. Ja? Mehr muss man da gar nicht machen, da muss man gar nicht zaubern. Da muss auch nicht irgendwie noch eine Unterlegscheibe oder eine Aluplatte oder irgendwas dahinter, brauchen wir alles nicht. Funktioniert so tadellos. Ja. Hier die Endblöcke, das sind BF-Blöcke, BF12 in dem Fall. Da habe ich 2 verschiedene bekommen, lustigerweise. Na, eigentlich habe ich zu viele bekommen vom Chinesen. Spielt ja keine Rolle, jedenfalls der ist nicht beschriftet und der da ist beschriftet. BF12 steht da drauf. Ja. Naja, ist egal, funktioniert genauso. Hier muss jetzt natürlich noch der Sicherungsring drauf. Oh, die sieht er gar nicht. So. Da muss noch der Sicherungsring drauf. Das fokussiert irgendwas anderes. Du sollst das hier fokussieren, du Viech. Naja, ist egal. Jedenfalls muss da noch der Sicherungsring drauf. Da hinten muss er noch drauf und natürlich auf der anderen Seite hinten auch noch. Ja. Aber hier, das läuft alles super smooth. Natürlich die Schmiernippels nicht vergessen. Die brauchen wir natürlich auch noch. Die habe ich schon mal drauf geschraubt, damit ich ihn ja nicht vergesse. Weil bei der Achse musste ich alles nochmal frickeln, weil ich den natürlich nicht drehen konnte. Das ist ja ein gewinkelter, ne? Das ist natürlich blöd. Wenn du den da nicht reindrehen kannst, musst du alles wieder auseinanderbauen. Also denkt da dran, Schmiernippel drauf zu bauen. Und die auch schon festzumachen, ne? Weil ihr könnt die nicht mehr drehen, wenn die da oben dran sind. Oder ihr macht einen Geraden drauf, was auch immer, ist ja euch überlassen. Ja, also das sieht schon mal gut aus. Und was wir dann natürlich noch haben wir im letzten Video gesehen. Der Chrissy hat ja den HY Umrichter bekommen. Der hat die klappert. Da war also irgendwie ein Bauteil innen drin lose. Da erzähle ich dann nochmal irgendwann was dazu. Und dann hat der Chinese mir einen neuen Umrichter geschickt. Habe ich mich riesig gefreut, habe den ausgepackt und habe natürlich festgestellt, das ist der YL. Das ist der Umrichter, den ihr nicht haben wollt. Das ist der schlimmste, ekelhafteste, schlechteste Umrichter, den man sich für irgendwas kaufen kann. Ja, das ist der HY, der ist schon billig, aber okay. Und der hier, der YL, ist so schlecht, dass ich den gar nicht in Betrieb nehmen will. Also muss ich den wieder zurückschicken oder der Chinese holt den ab oder ist mir royal, schmeißt das Ding in eine Mülltonne, ist mir völlig egal. Die haben mir den falschen Umrichter geschickt. Ja. Also erst schicken sie mir einen, der irgendwie schon offen war und nicht funktioniert. Und jetzt schicken sie mir noch den falschen.
Also wieder mit dem Chinesen quatschen, wieder abwarten, bis da irgendwas passiert, wieder 3 Wochen auf die Lieferung warten. Naja, wir können die als Platzhalter nehmen auf der Platte unten, ne, für den Schaltschrank. Das werden wir auch machen und wenn dann der richtige da ist, werden wir den einbauen. Ja, so die Drähte können wir alle schon hinlegen und die Bohrlöcher hier unten können wir auch schon machen. Also von daher alles Juti, kriegen wir hin. Ja, also ich werde dann heute nicht mehr, aber vielleicht morgen werde ich dann die entsprechenden Sachen da noch reinbauen mit den Stangen. Dann sind wir mechanisch fertig. Dann kommen noch die Motoren dran. Dann kommen die Endstops noch rein. Dann kommt die Z-Achse noch dran. Ja, die muss ja dann noch dran, die liegt unten an der Erde. Und die wird übrigens so schief angebaut, wie ihr das hier seht. Ja, natürlich nicht, ist ja Quatsch. Ne? Ist ja klar, kommt ja irgendwo dahin. So, Endstops müssen noch dran, Kabel müssen wir noch verlegen und so weiter. Von den Motoren und so weiter. Und dann ja, geht es schon am Schaltschrank los. Beim Schaltschrank werde ich dann schon mal gucken, bei uns auf dem Hof oder so, muss ich mal sehen, wo ich das mache, weil hier kann ich das nicht machen. Da müssen ja noch große Löcher rein in den Schaltschrank und zwar 2 Stück. Einmal für den Lüfter rein, einmal für den Lüfter raus. Dieses Bedienpanel muss dann noch ran. Das liegt hier irgendwo rum, kann ich euch jetzt nicht zeigen. Ach, das liegt dahinter irgendwo. Da in der Erde liegt es. Da ist es. Warte, ich zoome mal ran. Das Bedienpanel muss da natürlich auch noch rein. Ja. Das ist aber auch so eine Lüfteröffnung, also das kriegen wir hin. Und ich muss die Löcher reinknacken für die Kabel, denn ich werde alle meine Motoren verlängern müssen. Klar, logischerweise. Die Verlängerungskabel habe ich auch von Stepper Online. Ich werde aber normale Verschraubungen nehmen. Ja? Also ich kann euch die mal zeigen hier. Ich werde hier mit einem Knacker 16er Löcher machen. Und dann kommt da so ein Ding drin und dann werden die Kabel reingeführt und festgemacht. Ich werde das nicht steckbar machen. Ja, also viele machen ja das steckbar mit diesen komischen grünen China-Steckern. Da sage ich euch ganz ehrlich, wie viel Trennstellen will ich denn noch haben in so einem Motor? Ja, das ist Quark. Also werden wir das einfach mit den 16er Verschraubungen rinknacken. Da werde ich mir noch so einen Knacker besorgen. Ich weiß nicht, ob wir auf Arbeit ihn haben. Ich glaube ja, aber den finde ich bestimmt nicht. Also kaufe ich mir bei Amazon ihn, kostet 10 Euro. Brauchst ein Loch, steckst du deine Schraube durch mit dem Knacker, schraubst das Ding mit einem Schraubenschlüssel oder einer Ratsche durch und der knackt dir dann genau das Loch da rein, ohne das Blech zu verbiegen. Ja, und dann habt ihr da 16er Löcher für die 16er Verschraubung. Wir brauchen ja 2 pro Motor, also mindestens 6. Ja, dann kommt natürlich noch das Netzwerkkabel dazu, was da noch rein muss zum Flexi-Haul. Da werden wir wahrscheinlich, weiß ich noch nicht, ob ich da außen eine Dose mache oder etwas größeres Loch bohre mit einem Grommet, also ein Gummiring drin, so, hier so eine Gummidichtung, wo dann das Netzwerkkabel durchpasst. Ja, weil man könnte jetzt natürlich ein selbstkrimpbares Netzwerkkabel nehmen und dann den Stecker ablassen, das Ding da durchstecken und den Stecker dann hinterher wieder dran krimpen. Ja, dann hat man das ja auch schön sicher, aber das weiß ich noch nicht, ob ich das mache, aber vielleicht wird das so kommen, ja, dass ich mir da mal 10 Meter Netzwerkkabel kaufe und mir dann selber das zusammenkrümpe mit der Länge, wie ich es brauche. Dann kann man ja das auch durch so eine Öffnung durchschieben. Ja, und dann geht's weiter. Ja, dann machen wir Elektrik und dann gucken wir mal, wann das erste Movement passiert. Ich werde NC-Sender verwenden auf dem Tablet. Ja, weil NC-Sender läuft dann hier an der Maschine auf einem Server sozusagen und über ein Tablet kann ich die Maschine dann steuern. Ja, da brauche ich also keinen Bildschirm oder sowas. Das ist schon ganz geil. Jo, da kommen wir dann noch zu, wenn es soweit ist, Software und so. Ne? Das wird noch lustig. Ja, supi. Mehr weiß ich gar nicht mehr, was ich noch sagen wollte. Klar, hier Werkzeuglängensensor, Spindelklammer noch bohren. Jo, das müssen wir alles noch machen. Aber ja, so mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und wenn ich jetzt mal ein Stück zurückgehe, dann sieht das schon aus wie eine Maschine, oder? Das ist ja schon ein ganz schöner Oschi. Ja, einen Tisch müssen wir auch noch bauen. Oh Gott, das wird noch lustig. Hier drin einen Tisch bauen. Da muss ich alles hier rausräumen. Da muss ich da in der Ecke den Tisch bauen. Und dann, das wird ja ein ganz schöner Oschi, der Tisch, weil der darf sich ja nicht bewegen, die Maschine. Ne? Also wenn ich jetzt mal hier so an dem Tisch wackele, dann wackelt die Maschine schon auf dem Tisch. Ne? Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Und die wird so 200 Kilo wird sie mindestens haben, schätze ich. Also das ist schon ordentlich. Das wird noch lustig, die dann auf den Tisch zu hieven. Der Tisch wird Rollen kriegen oder Gleiter, weiß ich noch nicht. Und ich werde das natürlich, dieses ganze Enclosure, also das Gehäuse rund um die Fräse, kommt noch ein Gehäuse drum hier, ne? Mit Türen und so, das wird auch mit 10 cm dickem Dämmstoff gedämmt. Rundrum, unten runter, oben drüber, damit das Ding leise wird da drin. Ja, weil ihr wisst ja, wo ich hier bin. Da kann ich nicht so einen Lärm machen, deswegen muss ich die so leise kriegen, wie es geht. Also machen wir das. Ja, so. Juti, wenn ihr noch Fragen habt, kommt in den Discord, der Print&C, schreibt Kommentare und lasst mir einen Daumen da für das Projekt. Ne? Geiles Ding, Print&C kann man schon bauen, fetzt. Und ich weiß nicht, Preise werde ich immer wieder gefragt,
Kann ich euch gar nicht sagen. Also ich denke mal, ich bin so bei 2000 ungefähr aktuell. So ungefähr. 2500 vielleicht. Ja, muss man halt auch selber bauen. Ja, das ist halt dann das Thema. Aber man kann es dann eben so machen, wie man will und lernt was dabei. Ja, und kauft nicht irgendeinen Aluschrott von irgendwelchen Shops, die nur Geld verdienen wollen. Also, der Mantau, schönes Wochenende. Noch nicht. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssikowski. Bis dann, Imanski. Euer Chris.